uns in die Magiesee. Wir tauchen ein in die Spielewelt. Wer uns schafft, kein Moment vergeht. Die Gang-Community, unsere Bande eint. Hallo und ganz herzlich willkommen, frisch von der schönsten Insel der Welt aus Zypern, Peru Plays. Ich bin der Peru, ich grüße euch. Ja, wir befassen uns heute mit einem Game, das in Kürze das Licht der Welt erblicken wird, nämlich aus dem Hause Astragon, Seafarer The Ship Sim. Das heißt, es gibt jetzt Konkurrenz für Ships at Sea. Und wir werden uns das Ganze mal angucken. Sehr viele Informationen habe ich leider noch nicht, da ich leider es scheinbar auch nicht ins Beta-Programm geschafft habe. Schade eigentlich. Ich habe jetzt erstmal so viel zusammengeklaubt an Infos, wie ich finden konnte. Und ich würde mal sagen, wir legen ganz einfach mal los mit dem Trailer. Den werden wir dann auch gleich mal analysieren. Und dann hau ich mal für euch die Infos raus, was wir bis jetzt über das Game wissen. Also, los geht's. Viel Spaß. Hey, pal. Long time no see. It's me, Teddy. Hey, remember how we used to sit by the ocean and dream of being free out there? Well, I finally did it. I'm self-employed, and I already got my first contract. Exciting times. The first one would start in a few days. Anyway, the reason I'm calling you, I hear you're still sailing the seven seas. Is that on? Turns out running your own operation is a bit, let's just say that more than I bargained for. So I was wondering if you'd like to come on board and help me out. You know, like the old days. The two of us at sea. What do you say, buddy? Are you in? Seafarer, the ship sim. Early access in summer 2025. Wishlist now. Ja, hier zum Schluss nochmal traumhaft schöne Bilder in dem Trailer von Seafarer The Ship Simulator aus dem Hause Astragon. Ja, ihr habt's gesehen, in diesem Sommer ist der Release der Early Access Version, und zwar für Steam und den Epic Store, also bei Epic Games. Der Full Release soll dann 2026 erfolgen. Ob das Ganze noch auf Konsole kommt, mache ich mal so ein kleines Fragezeichen dran. Auf jeden Fall soll das Ganze Controller unterstützen. Deshalb bin ich da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass das eventuell später mit dem Voll Release oder kurz danach auch für die Konsolen verfügbar sein wird. Das müssen wir abwarten. Da gibt es auch noch irgendwie noch gar keine Aussage. Auf jeden Fall gleich mal ein Wort für alle, die sich jetzt schon auf die großen Pötte freuen. Ich will euch jetzt nicht die Vorfreude nehmen, aber in der Early Access Version, steht hier auch auf der Homepage, gibt es noch eingeschränkte Funktionen und auch Auswahl, also dementsprechend auch der Schiffe. Ich denke mal, das wird mit den Schiffsklassen genauso laufen wie bei Ships at Sea, dass also erstmal die kleineren Schiffsklassen verfügbar sein werden. Man muss sich ja sowieso erstmal hocharbeiten. Ich glaube nicht, dass ihr auch, selbst wenn die schon released sind, gleich in die großen Pötte steigen könnt. Ich nehme mal an, dass wir auch hier so ein Karrieresystem haben, wo ihr Lizenzen erwerben müsst. Also da müsst ihr so oder so erstmal arbeiten, bis ihr überhaupt so ein Containerschiff von innen seht. Ne? Das ist meine Vermutung. So, ja, kommen wir mal ein bisschen zur Technik. Das Ganze läuft mit einer Unreal Engine 5 und Nvidia Waveworks 2.0. Und das Ganze spielt, wie übrigens auch Ships at Sea, da haben wir schon mal eine erste Parallele, das Ganze spielt in Nordeuropa. Ich schätze mal, dass wir uns hier wieder in Skandinavien bewegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe da so das Gefühl. Ich weiß nicht, warum die jetzt so auf Nordeuropa fixiert sind. Man hätte ja auch den Atlantischen Ozean nehmen können. Keine Ahnung. Müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Also genaue Ortsangabe gibt es da nicht. Ja, kommen wir gleich mal zu den Parallelen. Jetzt habe ich schon angefangen mit den Parallelen zu Ships at Sea, die ich so ein bisschen gesehen habe im Trailer. Also wie gesagt, es gibt hier ebenso wie in Ships at Sea verschiedene Schiffsklassen. Wir haben es gesehen, Seenotrettung, also wir haben auch gesehen, wie hier Feuer gelöscht werden. Das kennen wir ja auch aus Ships at Sea. Cargotransport, ich meinte da auch irgendwo ein Passagierschiff rumtuckern zu sehen. Ich weiß nicht, ob das schon spielbar sein wird. Es gibt ebenso eine offene Spielwelt mit Karrieremodus. Das heißt, man fährt die Häfen an, holt sich Aufträge ab und dann, dann legt man los. Ne? Auch hier, wo wir gerade bei den Schiffen sind, müsst ihr eure Schiffe
Schiffe warten und instand halten. Ne? Also auch hier eine Parallele. Ne? Bei Ships at Sea müssen wir zum Beispiel Sicherungen austauschen, das Schiff sauber halten, etc. etc. Also das ist hier definitiv auch ein Thema. Was neu war, was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es jetzt nur für den Trailer war oder tatsächlich Spielinhalt ist, die Drohne. Also wenn die dabei ist, ist es eine geile Idee. Das wäre zum Beispiel diese Drohne eine tolle Sache, um zum Beispiel bei Seenotrettung zum Beispiel erstmal die Lage abzuklären und solche Sachen. Das wäre mal eine neue Spielidee. Und es gibt einen Modus, den gibt es tatsächlich nicht bei Ships at Sea, nämlich den Quick-Play-Modus. Ich stelle mir das so vor wie, ja, bei anderen Spielen, ne, wo man eben halt einen zugewiesenen Auftrag jetzt hier einfach mal so schnell macht, obwohl Seefahrt ist ja eigentlich nie wirklich schnell. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr so ein bisschen mit drin seid in der ganzen Sache, ne? So, jetzt möchte ich aber so ein bisschen direkt auf den Trailer eingehen, wie ich es ja eben halt auch schon angesprochen habe. Ja, was soll ich sagen? Man sieht leider, das habe ich ein bisschen vermisst, keine Innenansicht, ne? Also keine Kabinen, kein Führerstand und ja, irgendwie fehlt mir auch so ein bisschen richtiges Gameplay, ne? Das sieht alles toll aus, ne? Aber wie in vielen Trailern gibt es, glaube ich, überwiegend auch hier wieder cineastische Cutscenes, hier mit den Walen und so. Alles wunderschön, aber ich glaube, wir werden es so nicht durchgehend im Spiel sehen oder vielleicht auch gar nicht. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr gesehen, ne? Aber das ist jetzt hier nur so mein ganz persönlicher Geschmack. Was mir gefallen hat, ist tatsächlich die Grafik. Die braucht sich überhaupt nicht hinter Ships at Sea zu verstecken. Die Schiffsmodelle sehen toll aus. Wir haben größere Städte, die sehen auch belebt aus. Die Wasseranimation, darauf lege ich tatsächlich auch immer sehr großen Wert. Die sieht sehr klasse aus. Ich bin mal gespannt, wie das Ingame ist mit diesem Nvidia Waveworks 2.0. Das sah so jetzt schon ziemlich beeindruckend aus. Also wenn das jetzt wirklich im Gameplay auch so aussieht, ne, dann ist das wirklich beeindruckend. Und wenn wir gesehen haben, auch hier im Trailer, diese Feuerszenen, also diese Feuersbrunst kann man ja schon sagen, das ist ja nicht so ein Feuerchen wie bei Ships at Sea, obwohl da haben wir ja auch erst kleine Brände gelöscht. Mal sehen, was so bei Großbränden ist. Aber das sah hier schon sehr, sehr beeindruckend aus, ne? Und das muss ich sagen, das hat mir sehr gefallen. Also, alles in allem, das war eigentlich, ja, mehr oder weniger die Information, die ich jetzt habe, um sie mit euch zu teilen. Insgesamt bin ich natürlich gespannt. Ich sehe aber auch genauso sehr viele, ja, Ähnlichkeiten, ne? Es deckt sich bis zu 80%, nach dem, was wir jetzt wissen, mit dem, was wir bereits mit Ships at Sea haben, ne? Und wir werden natürlich beide weiterverfolgen. Ships at Sea sind wir ja schon mittendrin. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, die Thematik, und ihr es noch gar nicht gesehen habt, gerne reinschauen. Ich werde euch eine der letzten Episoden hier auch gerne nochmal verlinken zum Abschluss der Episode hier. Und schaut da bitte mal rein, ne? Und wenn euch dieser kleine erste Blick hier auf Seafarer, was übrigens Seefahrer tatsächlich übersetzt heißt, gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder Follow da, Daumen hoch, Glocke läuten, gerne abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Ja, und ich bin jetzt mal sehr gespannt, sobald der Release-Termin feststeht, werde ich mich eventuell, das kommt drauf an, ob es dann schon mehr Informationen gibt, nochmal melden und dann werden wir nochmal einen tieferen Dive-In machen in dieses Game. Ja, bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet ein paar Infos abgreifen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.